Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, ja, was machen wir denn heute? Und zwar nochmal eine Fackel. Gut, ich hatte schon mal vor einer Weile, so ziemlich am Anfang schon mal zu einer Fackel ein Video gemacht. Hat ja jetzt wieder eine neue Elektrik, so alle paar Jahre habe ich mal wieder was Neues. Und bin jetzt vor kurzem bei Labbastelprojekt auf Facebook gefragt worden, ob ich da nicht mal so eine Art Fackelstreitkolben mal ein Video zu machen könnte. Die Elektrik, das Video habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Das wird dann die Elektrik. Ich wollte sowieso mal wieder ein paar Fackeln auf Reserve machen. Ja, da werde ich jetzt mir mal was aus dem Kopf drücken, was so ein bisschen Richtung Fackelstreitkolben geht. Ich habe da so ein bisschen so ein bisschen sauren Streitkolben im Auge. Ja, so ein bisschen, also angelehnt nur davon. Weiß es nicht. Also jetzt vom Kopf her so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Vielleicht wird er doch ganz anders. Kennt mich ja. Ich bin ja immer beim Bauen sehr, ich sag jetzt mal flexibel. Dann würde ich sagen, ich hoffe mal, das Thema interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. Also, dann fangen wir mal an. Ich habe mir hier erstmal einen Kernstab wieder gesägt. Das ist ein ganz normaler in 10×12. Den habe ich, glaube ich, so auf 40 gesägt. Dann habe ich mir zwei Reststücke von 10er Matten, 5 cm für dran zu pappen. 2 Stücken Leder für Spitzenschutz. Dann noch mal eine 6er Matte zum Wickeln. In 50×20. Das gibt eigentlich eine halbwegs gute Dicke für den Griff. Dann werden wir das jetzt erstmal machen. Ich mache das Ganze erstmal wieder so mit Heißkleber, ich kenne mich ja. Wie gesagt, können wir natürlich auch mit Pattex machen. Aber da müsst ihr natürlich auch beide Seiten einkleben. Ne? Das ist ja Kontaktkleber. So. Wahrscheinlich werde ich auch dann, wie gesagt, schon ein paar mehr machen. Vielleicht auch so ein bisschen anderes Design. Also jetzt mal nicht unbedingt nur Streitkolben. Aber da muss ich mal gucken. So, das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Da können wir dann hier noch ein bisschen beischneiden. Gucken, ob das schon geht. Mit der Schere geht es, aber müsst ihr mal aufpassen, dass er nicht an den Kleber dann kommt, sonst habt ihr die Schere nämlich verklebt. Das Überstehende dann abschneiden und dann hier so nochmal über die Kante so mal drüber gehen. Großzügig. Ja, hier hätte ich ein bisschen mehr abschneiden können. So. Können wir natürlich auch mit dem Cutter machen, aber das liegt dann an euch. Wie gesagt, ich zeige immer nur so, wie ich es mache. So. So, dann haben wir hier den Spitzenschutz schon mal soweit fertig. Die Matte, wie gesagt, die habe ich dann direkt so ungefähr, naja, nicht so 100% auf dieselbe Länge geschnitten. Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Wenn die Heißklebepistole eine große Düse hat, so wie die hier, können wir das auf der ganzen Länge schon mal machen. So. Guckt ihr da. Das hier noch auf der Kante und nicht in den heißen Heißkleber reinpackt. Ne? Sehr unangenehm, lasst es lieber sein. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt Pattex, aber wie gesagt, vergesst nicht, ihr müsst beide Seiten einstreichen. Ne? Nicht nur eine. So. So, dann haben wir das jetzt hier. Dann können wir das nämlich dann schon mal wickeln. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Hier bin ich dann schon mal so ein bisschen weiter. Dann bin ich dann einmal so rund gegangen, bis auf das letzte Stück. Bei dem letzten Stück muss ich jetzt mal gucken. Ich merke hier, der Cutter klebt nicht mehr ganz so schlimm nach Silikon. So. Dann schneiden wir hier noch so eine kleine Phase rein. So 45 Grad. Ich muss hier wieder ein bisschen sägen, also nicht wundern.
Mit dem Schleifen von der Gatterklinge, das kriege ich glaube im Leben nicht hin, aber das ist ja, das reicht dafür. Das ist quasi, damit die Rundung ein bisschen runder wird und dass das nachher, wenn er dann wickelt, nicht so eckig aussieht. So. Können das je nachdem auch noch mal ein bisschen drüber schleifen, damit es was gleichmäßiger ist. Muss aber nicht. Geht doch so eigentlich. Aber wie gesagt, könnt ihr machen, wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid. Oder ich sag jetzt mal zu viel reingesägt habt mit dem Messer. Mit Cutter, ne? So. Dann gehen wir hin. Ganz erstmal wieder so ungefähr die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr. Bei der Sache dann nicht knauserig sein, da könnt ihr auch, beziehungsweise, ja, eigentlich könnte ich das Ganze nehmen, weil ich das ja hier schön rollen kann auf dem Tisch. Das ist immer so, wenn man das nur mit der Hand macht, ist das immer so ein bisschen blöd, aber dadurch, dass wir hier den schönen Tisch haben, kann man das natürlich auch schön rollen. Allerdings müsst ihr dann natürlich gucken, dass ihr das eine Weile haltet, bis das dann abgekühlt ist, dass das vernünftig hält. Ja? So, das machen wir dann ungefähr bis auf so das letzte Stück, so 4-5 cm. Und da gehe ich dann wieder mit Pattex dran. Ihr fragt jetzt wahrscheinlich, warum macht er das nicht komplett jetzt mit Heißkleber oder mit Pattex. Also das mit dem Heißkleber, das habe ich mir einfach angewöhnt. Das klappt eigentlich ganz gut, vor allen Dingen, wenn das Ding, die Pistole, eine große Düse hat. Und das letzte Stück mit dem Pattex, das mache ich eigentlich, weil das dann angenehmer nachher zu schleifen ist, wie mit dem Heißkleber. So. Wie gesagt, das tun wir dann auch noch mal einmal ganz. Da habe ich dann auch schon wieder was vorbereitet. Ja, ihr merkt schon, heute bin ich ein bisschen besser vorbereitet wie sonst. So, das Ding, das haben wir jetzt so bis auf so, ich sag ja so 4-5 cm mache ich das dann immer. Gucken wir mal hier so Zeit, keine Ahnung, ob man das noch sieht, aber ist egal. So, dann nehme ich hier einen weißen Edding. Müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich mache das jetzt immer. Dann könnt ihr nämlich sehen, ihr macht dann immer hier das so ein bisschen rüber. Dann könnt ihr immer sehen, wie weit ihr kleben müsst. Ich mache zwar immer so ein bisschen über die Linie drüber, aber dann wisst ihr ungefähr, wie weit ihr den Pattex drauf klatschen müsst. So, ich hoffe, das kann man hier so sehen, die Linie. Ne? Das ist dann, wie gesagt, hier so. So, jetzt brauchen wir wieder irgendwas für drunter. Haben wir hier was? Nehmen wir ein Stück Pappe. Heute habe ich mir so ja eine Dose mal mit Pattex runter. Jetzt weiß ich noch nicht, da habe ich einen Pinsel. Ja, natürlich wieder nicht. Also ja, wir haben noch jede Menge alte Pinsel. Die kann man dafür immer noch gut benutzen. Also wenn ihr noch alte Pattex-Pinsel habt, die könnt ihr immer noch gebrauchen. Schneidet dann immer so ein bisschen, ja, schneidet dann immer so ein bisschen hier runter und dann kann man den nochmal zum Bestreichen nutzen oder auch noch mehrmals. Wir müssen natürlich dann immer wieder ein bisschen runterschneiden. So, dann nehmen wir mal hin. Immer schön gucken, dass er hier so in die Rillen da rein, damit das danach auch gut hält. Mit den Linien hier, da können wir dann so ein bisschen drüber gehen. Da seid ihr auf jeden Fall dann auf der sicheren Seite. Gehe ich immer so ein paar Millimeter, gehe ich dann drüber. So 5 bis 10, je nachdem, kommt drauf an. Und wenn dann nachher, wenn es dann trocken ist und ihr dann schneidet, dann kann man das dann gut wegschleifen. Ich mache jetzt erstmal nur hier die Seite und dann, wenn ich hier auf der fertig bin, drehe ich das Ding einfach um und dann klebe ich das auf der anderen. Das ist jetzt trocken, also wenn ihr das normal anfassen könnt, ohne dass das kleben bleibt, ist es gut.
So. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal mal trocknen. Aber, wie ihr mich kennt, eigentlich nicht. Also ab und zu ja schon, aber meistens ist es ja nicht unbedingt bei mir gut organisiert. Bin ich schon hingegangen und habe schon mal einen vorbereitet. Der ist schon trocken. Pappe brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das war jetzt nur für den Pattex. Jetzt gehe ich mal hin. Schneide hier so an den Enden noch so ein bisschen was ab. So. Schmeißen wir wieder. Bald muss ich wieder hier mal die Ecke aufräumen. Dann liegen wieder nur noch Materialreste. So, dann schneiden wir hier noch so ein bisschen was weg. Dass wir die Kante hier so halbwegs bündig haben. Und dann schleifen wir das Ganze noch so halbwegs runter. So, das ist jetzt schon mal der Stiel. Und auf dem bauen wir dann die Fackel auf. Ich war erst am Überlegen, dass ich die Dinger länger mache. Aber man muss ja überlegen, hier könnte ja noch dann der Kopf mit der Fackel drauf. Und dann werde ich vielleicht auch noch so eine Matte draufkleben, das unten ein bisschen abgebunden ist. Dann haben wir das Ding ungefähr so bei, ich schätze mal so 70. Ich denke mal, dass das für eine Fackel eine gute Länge ist. Weil die ersten, die ich da früher immer gebaut habe, die lagen immer so bei 80 bis 90. Und das finde ich, ist auch ein bisschen Erklang für eine Fackel. Na, wie gesagt, die Lampe, die ist ja so, weiß jetzt nicht, so 20 ungefähr. Pi mal Daumen. Dann kommt ja oben noch, ja, müssen wir gucken. Aber dann kommt das ungefähr hin, denke ich mal. Dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar, das haben wir ja jetzt geschliffen. Hier ist auch soweit, haben wir ja abgeschnitten. Jetzt bin ich hingegangen und habe die Lampe genommen. Das hier ist eine 16er Matte, können wir natürlich auch 10er oder was nehmen, aber ich habe jetzt lieber mal die 16er, die ist ein bisschen stabiler dann. Habe dann quasi den Kreis hier gemacht. Beziehungsweise ich habe eine Schablone gemacht. Bin dann erstmal hingegangen, ich habe hier eine mit eckig gemacht, eine mit dem Kreis. Habe dann quasi die Mitte. Beziehungsweise habe dann einen Zirkel genommen und habe dann quasi hier den Kreis gemacht. Das Ganze dann hier aufgemalt. Wie gesagt, ich werde dann auch was in eckig machen. Vielleicht mal irgendwas für Zwerge oder so. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Hoffentlich ist der Cutter scharf genug. So. Schneiden wir das Ganze hier schon mal so halbwegs raus. So, gucken wir erstmal, ob es so halbwegs jetzt passt. Geht ein bisschen stramm rein. Kann man natürlich dann noch so ein bisschen abändern. Ist noch nicht so das Optimale. Ne? Wie ihr seht, von der Dicke her passt das genau mit dem Fuß. War auch so ein bisschen der Plan. Ne? Hier müssen wir rundherum schleifen wir dann auch noch so ein bisschen. So, mal gucken, wie weit das hier ist. Oh, kann man schon. So. Wie gesagt, das soll dann hier quasi unten der Fuß werden. So. Achte mal hier rüber. Hier haben wir schon was vorbereitet. Das ist schon trocken. So, das wäre dann schon mal quasi so der Griff. Ja, hat so ein bisschen was von einem Polizeischlagstock. Also jetzt ohne Tonfa. So, dann gucken wir mal. Dann bin ich hingegangen, weil der Kopf oben muss noch ein bisschen dicker werden. Ne? Ihr seht das ja. Obwohl hier unten kommt noch eine Platte drauf. Das mache ich gleich dann auch. Da habe ich mir übrigens was überlegt. Jetzt habe ich hier nochmal eine 10er Matte, um hier quasi diese Fläche ein bisschen zu vergrößern. Wenn wir dann das auch mal machen. Also ein
bisschen muss man noch, aber zum Anpassen reicht es. So, mal gucken. Und zwar habe ich nämlich diesmal noch was Neueres vor. Da muss ich jetzt gucken. Das habe ich so auch noch nicht ausprobiert. So, nehmen wir erstmal ein Stück von der Akte her. Bin gespannt, ob das funktioniert, was ich mir da so aus dem Kopf gedrückt habe. So. Das kleben wir jetzt hier erstmal drauf. Dann müssen wir uns den Lötkolben anwerfen. Den braucht man nämlich mal. Das ist nicht mehr so oft, dass ich den letzte Zeit benutze, aber jetzt müssen wir mal haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar habe ich mir nämlich überlegt, habe ich mir Neodynmagnete besorgt. Jetzt gucken. Das sind relativ kleine. Da wollen wir mal schauen. Ich hatte da schon mal so ein bisschen was rumprobiert, aber ich glaube, da muss ich wahrscheinlich, also vom magnetischen her, super. Die springen richtig. Also bin schon mal von der, seht ihr? Also die sind schon relativ stark, würde ich mal behaupten. So, und zwar habe ich mir überlegt, dass ich hier unten mit dem Lötkolben, weil die sind relativ dünn, das könnte vielleicht funktionieren, wenn ich da die Spitze rausmache, wollte ich hier mal so 2, 3 Stück rein, damit die nachher, die Fackel dann auch wirklich gut dann fest sitzt. Hier unten, das Ding ist auch magnetisch, ja, seht ihr ja. Ich hoffe, das kann man sehen. Ne? Das funktioniert. Also, so besonders magnetisch ist es nicht, aber ich glaube, man kann es sehen. Ne? Und dann will ich die quasi von hier unten reinmachen, damit die Lampe dann halt besser hält. Mit einem könnte ein bisschen wenig sein, deshalb will ich da mal so 3. Und damit das nicht zu dick ist, die 6er Matte, mache ich hier so ein bisschen so ein paar kleinere Löcher rein. Ich weiß noch nicht, also nicht komplett durch, so ein bisschen vertieft. Also soweit der Plan. Mal gucken, ob es klappt. Wie gesagt, mit Neodynmagneten habe ich so noch nie gearbeitet, aber die sollen ja eigentlich ziemlich gut sein. Dann probieren wir das nämlich jetzt einfach mal aus. Lötkolben lassen wir jetzt mal heiß. In der Zwischenzeit können wir hier schon mal ein bisschen zuschneiden, dass das schon mal ein bisschen abgerundet ist. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt klappt. Hoffentlich mit den Magneten. Tja, das scheint irgendwie doch nicht so zu klappen. Jetzt habe ich ein paar Magneten reingemacht, aber irgendwie, entweder habe ich sie falsch rum reingemacht. Also nicht. Oder sie sind nicht stark genug, dass sie da nicht durchkommen. Schade. Ich hatte ja gehofft, dass das funktioniert, aber anscheinend klappt das irgendwie dadurch nicht. Oder ich habe sie wirklich verkehrt rum drauf gemacht. Obwohl ich ja eigentlich geguckt hatte. Naja, mal gucken. Aber normalerweise müsste das funktionieren, Leute. Oder das macht wirklich so viel aus. Nehmen wir mal 2. Also ich glaube, Leute, ich hätte besser größere nehmen sollen. Der hier, das ist ja nur eine Eisenplatte, so wie das hier aussieht. Also funktionieren tut es ja, selbst wenn man 2 hat, aber das ist wahrscheinlich für so Sachen sind die nicht stark genug. Also wenn man jetzt 2 Stück zusammennimmt,
Weiß ich nicht. Probieren wir mal aus. Ah, doch. Die drehen sich dann auch direkt richtig rum, so wie sie dran. Ja. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle. Ja, ich denke mal, die Lampe, die ist für die kleinen Dinger zu schwer. Ich denke mal, dass das daran liegt. Vielleicht hätte ich welche mit deutlich größere, mit mehr Magnetkraft nehmen sollen. Ich denke mal, dass die zu schwach sind. Naja, gut, wie ihr sagt, seht ihr, was ich falsch gemacht habe. Wenn ihr jetzt versucht, nimmt deutlich größere. Die hier, die sind für sowas hier wahrscheinlich für das Gewicht von dem Teil zu klein. Dann würden wahrscheinlich hier drinnen die 3 für die Magnetplatte hier drin wahrscheinlich auch reichen. Naja, gut, war eine Idee. Ich bin jetzt hingegangen, habe mir hier eine Schablone aus Pappe gemacht, war ein bisschen Rumprobiererei, dass das Ganze hier quasi so drauf passt. Ja. Das untere musste ich was länger lassen, das hier habe ich jetzt ein bisschen weiter ausgeschnitten. Wie ihr seht, ist ein bisschen viel Luft. Ne? Ich hoffe, das sieht man. Das ist jetzt nur, das war jetzt so zum Probieren erstmal, wie gesagt. Guckt immer, dass er Pappschablonen macht. Dann bin ich hingegangen, habe das Ganze hier aus 10er Matten ausgeschnitten. Jetzt gucken wir mal, das tun wir mal hier auf Seite, beziehungsweise mal schauen. Ich habe gerade die Heißklebepistole erst angeworfen, die schon so ein bisschen heiß ist. Ja, geht. Wir machen hier noch so ein Dreiermatte, noch so einen kleinen Ring drum, da kommen noch ein paar Nieten drauf, dass das noch ein bisschen hübscher aussieht. Lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Da habe ich mir noch einen kleinen Cutter mal mit runtergebracht. Ja, jetzt hatte ich mir überlegt, dann quasi denselben Ring, wie ich ihn hier reingemacht habe, eventuell dann hier oben noch so reinzumachen. Dass das Ganze noch so ein bisschen stabilisiert wird. Eins, wo wir noch gucken müssen, ist, wenn wir das jetzt natürlich hier machen, dann müssen wir ja später auch noch das Ding hier rauskriegen. Könnte natürlich dann ein bisschen knifflig werden. Das ist natürlich dann noch nicht so das Optimale. Das ist nicht so die optimale Lösung, muss ich sagen. Weil wenn wir das jetzt hier rein tun, dann kriege ich das Ding nicht mehr rüber. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht hier so Querdinger reinmache. Das wäre vielleicht noch so eine Idee. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich gerade so meine. Habe ich hier noch was liegen? Ja, von was habe ich hier noch was? Wir gucken einfach mal. Vielleicht. Also mit dem Ding, das ist nicht so das Optimale, würde ich sagen. Weil man halt dann die oben aus dem Ding nicht mehr rauskriegen. Das ist kacke. So, theoretisch hatte ich mir jetzt mal so grob überlegt. Dass wir quasi hier irgendwie so eine Verstärkung reinkleben könnten. Vielleicht klappt das. Hätte ich vielleicht insgesamt ein bisschen breiter machen sollen. So, die Idee ist schon mal gut. Ich schätze den Abstand vielleicht ein bisschen. Aber dann wird das wieder so auseinandergegangen. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Aber so im Großen und Ganzen klappt das schon so irgendwie. Ja, vielleicht hätte ich das ein bisschen dünner machen sollen, obwohl wir könnten hier ja auch noch so ein paar Löcher reinmachen, hier so mit den Locheisen vielleicht, dass da auch noch ein bisschen Licht durchkommt.
Aber prinzipiell klappt. So. Gucken wir mal. Lassen wir das mal drin. Machen wir noch hier so ein bisschen ein paar Nieten drauf. Und hier machen wir jetzt hier an den Stellen und hier machen wir noch was Fliegengitter. Mal gucken, habe ich hier noch ein bisschen was rumfliegen. So, also prinzipiell könnte da quasi hier auch noch mit Fliegengitter nochmal verstärken. Und hier je nachdem hier innen auch nochmal, aber ich denke mal, wenn da noch dann die Farbe und alles drauf ist. Also hier kann es so schnell nicht mehr abreißen. Hier oben wird es auch ganz gut halten, wenn dann die Farbe noch drauf ist. Denke ich mal, ist das alles soweit okay. Geht ein bisschen stramm rein, aber das, wie gesagt, das ist schon gut so. Dann fällt das auch nicht raus. Gut, ich hätte ja jetzt hier noch die Löcher reinmachen sollen. Gut, dann ein bisschen verschlammen. Könnte man vielleicht auch noch nachträglich, aber naja, gut, lassen wir mal so. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal im Dunkeln an, wie das aussieht. Machen wir mal erstmal die Lampe an. Als Klebepistole brauchen wir nicht mehr. Dann gucken wir uns das ganze Elend mal an. Also, schauen, wie das im Dunkeln aussieht. So, gucken wir mal. So sieht das Ganze jetzt im Dunkeln aus. Hoffentlich kann man das so gut sehen. Ja. Gucken wir mal, wie das regulär aussieht. Also, ich finde das schon gar nicht mal so übel. Wie gesagt, ist noch Luft nach oben, da kann man noch ein bisschen was dran ändern, aber so im Großen und Ganzen finde ich das schon gar nicht mal so schlecht. Jo. So, machen wir das Licht mal wieder an. Die kommt auch wieder in die Ecke geschmissen. Der Rohling ist jetzt soweit fertig. Ein bisschen was muss ich noch mit dem Heißföhn noch drüber. Ein bisschen hier und da noch was glätten und hier die Fissel wegmachen vom Heißkleber. Ja. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, also es ist jetzt schön stabil, da fällt so schnell nichts raus. Gut, wie gesagt, hier hätte man noch ein paar Löcher oder was, dass noch ein bisschen mehr Licht oder irgendwie was anderes vielleicht noch reinmachen können. Ich habe es jetzt ja mehr oder weniger schnell mal so auf die Schnelle improvisiert, aber so im Großen und Ganzen, es sieht aus wie ein Streitkolben. Es ist eine Beleuchtung drin, sie sitzt auch relativ stramm, dass da nicht so schnell was rausfallen kann und es sieht auch noch so halbwegs hübsch aus. Ja, da kommt auf das Ganze, kommt dann noch die Farbe drauf. Und dann schauen wir mal. Vielleicht hätte ich hier unten noch so ein bisschen, also ein bisschen bewegen tut es sich noch hier unten. Aber das Ding, die Elektrik ist ja auch, ich sag jetzt mal, relativ schwer. Deshalb habe ich die Fackel auch relativ klein gehalten. Bisschen schief sieht es auch aus, wenn ich das hier mal so sehe. Naja gut, ich sag jetzt mal, sie ist noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Aber ich denke mal, als Fackel mit einem Streitkolben zusammengewurschtelt kann man es wahrnehmen. Ja. Ich werde noch ein paar andere Versionen machen von Fackeln. Ich denke mal, die werde ich auch dann im zweiten Teil, oder vielleicht machen wir auch 3, ich weiß es noch nicht, ob ich die anderen Teile dann auch dann noch euch nur zeige oder wie ich sie baue. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die dann auch sehen wollt. Im Endeffekt, der Grundbau ist ja dann derselbe, ne? Nur halt oben quasi, ich nenne es jetzt mal so den Fackelkorb oder wie auch immer das Ding nennen wollt. In dem Fall hier ja Streitkolben. Werde ich dann unterschiedlich ein paar machen. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Und halt auch die klassische Fackel. Ne? Da muss ich mal gucken. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch wieder. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, dass wir dieses Jahr noch die 1000 knacken und fleißig gucken. Wir müssen mehr Stunden zusammen kriegen. Na, ruhig auch mal nebenbei laufen lassen. Würde mir echt einen Gefallen mit tun. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videoprojekte. Wir sehen uns.